Inzwischen sind es nur noch 5 Wochen, die vor uns liegen, bis die Weltentwicklerkonferenz WWDC von Apple stattfindet. Am 9. Juni, Pfingstmontag, soll es ja soweit sein. In den USA ist es kein Feiertag, deshalb kann das dort ganz regulär am Montag stattfinden. Ja, für alle, die sich das gerne angucken, auch ganz angenehm, hat man so am Feiertag etwas gute Unterhaltung bzw. interessante Informationen. Denn dann werden wir das erste Mal iOS 19 kennenlernen. Zumindest offiziell. Wir haben ja schon so einige Gerüchte gehört in letzter Zeit. Aber das ist ja wirklich dann der Moment, wo der Vorhang fällt und wir wirklich sehen, was im nächsten iPhone-Betriebssystem drinsteckt. Muss ja sagen, Software finde ich ja immer etwas spannender als Hardware, weil Apple da einfach mehr Kontrolle drüber hat. Einerseits, dass sie das Heraustrüllern sozusagen von Informationen ja doch manchmal im Bereich Software noch ein bisschen besser stoppen können. Zum anderen haben sie auch die Möglichkeit, kurzfristig noch etwas zu ändern. Und das kann sowohl positive wie auch negative Auswirkungen haben, denn wir haben ja über Software in letzter Zeit relativ viel gesprochen, aber eher im kritischen Kontext. Ich sage nur Apple Intelligence und vor allem das Kapitel Siri. Ja, Release ist dann voraussichtlich wie immer im September, wenn die neuen iPhones herauskommen, zumindest der ersten Funktion. Denn auch das wissen wir jetzt ja aus den letzten Jahren. Es dauert dann doch ja einige Monate mehr, bis alle Funktionen ausgerollt werden. Also bis zum Punkt 4 Release, bis zum Frühjahr dauert es ja schon, bis das Gros dann raus ist. Nach der Weltentwicklerkonferenz oder beginnend mit der Weltentwicklerkonferenz wird es die ersten Developer-Beta-Versionen geben, später die Public-Beta, sodass Wagemutige das Ganze dann ja auch schon ausprobieren können. Die Gewieften unter euch kennen das, aber ich dachte mir, der Vollständigkeit halber und der Einordnung halber erzähle ich nochmal so, wie der grobe Fahrplan ist für iOS 19. Wie gesagt, wir haben einiges gehört über angebliche Funktionen, dazu später mehr. Ich rekapituliere das so im hinteren Teil des Videos nochmal. Heute soll es um die kleinen, aber feinen Funktionen gehen, also über die im Vorfeld kaum einer spricht, aber die, wie ich finde, im Alltag nachher die größten Auswirkungen haben. Und ja, es ist ein Wunschzettel, es ist kein Leak, kein Gerücht hier. Ich habe einfach mal einen Wunschzettel geschrieben für iOS 19 und teile den mit euch. Bin gespannt, was ihr dazu sagt, über die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja auch geniale Ideen für weitere kleine Features und Verbesserungen, auf die ich hier noch gar nicht gekommen bin. Fangen wir einfach mal an. An Position 1 ist für mich, oder generell nimmt eine große Rolle die Passwort-App ein. Die ist ja deutlich verbessert worden mit iOS 18. Mit iOS 19 könnten wir jetzt in Version 2 nochmal einige Verbesserungen sehen, wo ich sage, es waren ja schon recht große Defizite im Vergleich zu klassischen Passwortmanagern. Kann es natürlich sein, dass Apple den Passwortmanagern, die ja als Dritt-Apps recht erfolgreich sind im App Store, das Geschäft nicht komplett wegnehmen will. Andererseits treten sie ja schon mit der Passwort-App an, in einem Maße, dass man den Eindruck hat, da wollen sie schon systemseitig die Passwort-App anbieten. Und da steht für mich an Position 1 Gruppen, dass ich meine Passwörter in Gruppen packen kann, dass das jetzt nicht alles so eine riesige lange Liste ist, denn wir haben ja heute alle ganz viele Passwörter. Man hat ja schneller einen Account, als man bei 3 auf dem Baum ist. Also so gesehen finde ich das schon wichtig, dass man da mehr Ordnung hereinbringen kann. Zweiter großer möglicher Verbesserungspunkt bei der Passwort-App ist das Thema des Master-Passworts. Ist ja mit dem Gerätecode abgesichert. Biometrisch kann man das Ganze aufschließen. Aber es ist sicherheitstechnisch natürlich immer so eine Sache, wenn alles über ein Passwort zugänglich ist. Man braucht nur einen Code wissen und dann kann man das ganze Gerät, alle Passwörter an alles herankommen. Das hat einige davon abgehalten, diese Passwort-App bislang zu benutzen. Folglich wäre auf der Wunschliste das Thema eigenes Masterpasswort. Ist für Apple, glaube ich, so eine Sache, das umzusetzen, weil sie ja schon antreten mit diesem Anspruch, dass der Gerätecode als allmächtiges Instrument alles wieder aufschließen kann. Und plötzlich hätte man eine Passwort-App, wo das nicht geht. Insofern schwer vorstellbar, dass sie diesen Wunsch umsetzen. Glaube ich, mit Blick auf die Sicherheitsarchitektur wäre es aber notwendig, um diesen Passwortmanager doch deutlich aufzuwerten. Der dritte Punkt.
ein weiterer in der Passwort-App, aber dann ist auch erstmal Schluss damit. Könnten natürlich auch noch über Interoperabilität mit Android und Windows sprechen, aber ich glaube, das ist dann schon sehr, sehr fantasievoll. Der dritte Punkt ist, glaube ich, realistischer. Es geht um die Frage, dass man auch andere Arten von Sachen darin speichern kann, was man in Passwortmanagern anderer Hersteller problemlos machen kann. Da kann man auch Verträge und all solche Sachen hinterlegen. Apples Passwort-App ist sehr puristisch momentan auf Passwörter konzentriert. Ich würde mir wünschen, dass sie weitere Arten von Daten dort hinterlegbar machen, damit diese Passwort-App tatsächlich geeignet ist, andere wie OnePassword, LastPass und so weiter im Alltag der Menschen abzulösen. Genug der Passwort-App. Nummer 4. Split-Screen-Apps. Ja, wir haben ja große Displays beim iPhone. Warum können wir nicht einen Splitscreen nutzen? Ist ein ganz alter Wunsch und wäre einer, der vielleicht jetzt endlich mal Gestalt annimmt, dass man da die Möglichkeit hat, dass eben diesen Screen im Querformat besser auszunutzen, denn auch als App-Entwickler weiß ich, wenn man Landscape-Apps entwickelt, klar, es gibt die Klassiker, Video-Apps, zum Beispiel Spiele, die lieben alle das Querformat und nutzen das perfekt aus. Eine klassische Arbeits-App hat ja meistens nicht so viel, dass sie in die Breite geht. Deshalb wäre es ja besser, man könnte da irgendwie ein Menü hinterlegen oder eben das Ganze aufteilen. Auf Platz 5 auch so ein Evergreen. Lautstärke-Einstellungen. Und zwar verbessern dahingehend, dass man eben für einzelne Arten von Lautstärken das einstellen kann. Also Musik, der Wecker, Systemsound, Telefonate. Wenn man das differenzierter eingeben könnte und speichern könnte, ich glaube, das würde viel nützen. Natürlich würde es das auch ein bisschen komplizierter machen. Vielleicht kann man ja auch dort eben einen differenzierten Weg gehen, dass man sagt, dass man eben entweder diesen Pro-Modus nutzt oder eben nicht. Aber es wäre auf jeden Fall eine Verbesserung. An Platz 6 auf dem Wunschzettel ist etwas, was es schon gibt als Dritt-App. Allerdings, wo es eben deutlich besser wäre, wenn das auf Systemebene unterstützt wird, weil die Dritt-App nicht so ganz heranreicht. Es geht um den Batteriestatus, nicht des einzelnen Gerätes, sondern eben für alle Apple-Geräte, dass man das in ein Widget reinpacken kann. Das wäre, fände ich, eine ganz fantastische Geschichte. Also bei den AirPods geht das ja eben schon und den Kopfhörern, die man so hat, dass man die im Widget drin hat. Aber es wäre doch super, wenn man auch gucken könnte, wie steht's denn um das iPad, wie steht's um den Mac? Möglicherweise liegt das in einem anderen Raum, aber man weiß, muss sich das denn jetzt noch aufladen? Wie gesagt, es gibt Apps, die das versuchen darzustellen, aber die natürlich nicht diesen System-API-Zugriff haben wie Apple selbst. Und fände ich einfach nett, wenn Apple an der Stelle das vielleicht mal sharelocken würde, die Idee, weil sie es einfach besser können von ihren Möglichkeiten her. Das Gleiche gilt für das Thema Zwischenablage. Die ist ja noch recht rudimentär, so wie wir sie jetzt in iOS vorfinden. Es gibt ja Apps wie zum Beispiel Pastebot, die eben die Möglichkeit bieten, dass man so eine Art Chronik der Zwischenablage hat, dass man eben mehrere Sachen in die Zwischenablage kopieren kann und kann einfach dann, wenn man es einfügt, auswendig möchte dies und das haben und nicht einfach nur das Letzte. Ich glaube, dass wir gerade mit Blick auf das iPad, aber auch auf das iPhone durchaus eine etwas schlauere Zwischenablage gebrauchen könnten, weil das einfach mehr der Realität der Leute entspricht. Also die Zwischenablage ist momentan noch zu sehr einfach gehalten und man könnte der ein bisschen mehr Pro-Feeling dann verpassen. Der nächste Punkt geht in die Richtung, wie könnte man eigentlich die Homescreens, die man sich anpassen kann, noch verbessern? Und da wäre eine Idee, dass man eben auch jetzt nicht nur die Farbgebung ändern kann, sondern auch Apps umbenennen kann. Bislang ist das ja das Privileg des Entwicklers, zu sagen, welcher Titel steht eigentlich unter der App darunter. Man kann das Ganze kollektiv abschalten, komplett. Dann sind bei allen Apps nichts mehr, es steht bei allen Apps nichts mehr drunter. Aber wie wäre es denn eigentlich, wenn die wenn die Nutzer selber sagen könnten, ich möchte dieser App diesen Namen geben? Ja, warum eigentlich nicht? Das nächste Thema dürfte den Entwicklern, ich habe jetzt gerade nette Entwickler kennengelernt, deshalb täte es mir ein bisschen leid, wenn das so ist, aber es ist vorstellbar, dass es kommt, dass Apple das Thema Food Tracking oder Kalorien-Tracking als Gesundheitsfunktion implementiert, dass man seine Lebensmittel einträgt oder einscannt, abfotografiert, vielleicht in Kombination mit KI, mit der Apple Intelligence, und dann hat man sozusagen ein Kalorien-Log oder ein Kalorien-Tracking. Wie gesagt, es gibt da sehr tolle Apps, Dritt-Apps, die das machen, die auch, glaube ich, sowieso noch viel besser sind. Apple wird das auf einem Basic-Level machen, wenn überhaupt.
Aber warum nicht? Das wäre eigentlich ein ganz guter Vordreh in Sachen Health-Steuerung, Gesundheitssteuerung. Ja, und last but not least als Kamerafan, ich finde es eigentlich schade, dass manuelle Kameraeinstellungen den Dritte-Apps vorbehalten sind. Warum kann ich das nicht auch als Nutzer der Standard-Kamera-App in einer Experteneinstellung mal selber machen mit der Verschlusszeit und der Blende? Ja, und wo wir gerade dabei sind, Audiometer wäre auch super, dass man kontrollieren kann, ob der Ton dann auch gerade vernünftig reinkommt, ob der gut gepegelt ist, ob der übersteuert. Also gerne auch die Kamera-App ein wenig aufbohren. Ich bin gespannt, was sagt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare und zwischendurch, bevor wir jetzt gleich noch über die gerüchteten Funktionen sprechen, noch einmal die Bitte, falls euch das Video gefällt, gebt gerne ein Like und mit einem Abo verpasst ihr nichts hier. Ja, was wir auch nicht verpassen wollen, sind natürlich die großen Features, die es geben soll, laut den bisherigen Gerüchten. An Position 1 viel diskutiert, deshalb werde ich das jetzt nicht mehr ganz groß ausweiten, ist das Thema Redesign. Dass iOS 19 ein wie auch immer geartetes Redesign bekommen soll, mehr Glasflächen, so ein bisschen in Richtung Vision OS gehend. Wer weiß, mal schauen, ob Apple das tatsächlich macht. Interessant finde ich auch das Gerücht, dass eine Dualkamera-Funktion implementiert werden soll, dass man gleichzeitig also vorne und hinten aufnehmen kann. Be Real, die Social-App, lässt grüßen. KI-Health-Funktion, Apple Intelligence entwickelt sich in Richtung Coaching weiter. Gesundheits-App, dass die einen an die Hand nimmt, finde ich auch interessant als potenzielle Fortentwicklung und würde auch diesem Schema ansprechen, dass Apple ja nicht jetzt so offene Prompts jetzt haben möchte, sondern dass sie eben konkrete Anwendungsfälle für ihre KI haben möchten. Wir hören von RCS mit End-to-End-Verschlüsselung. Das, was Google jahrelang nicht hinbekommen hat. Google hat immer rumgekräht. Apple, mach doch mal. Jetzt wissen wir auch warum, weil sie es einfach nicht gebacken bekommen, böse gesagt. Und Apple macht nach einem Jahr RCS-Unterstützung dann endlich mal dann die Sicherheit besser. Ist jetzt vielleicht ein bisschen ketzerisch, aber ich finde schon, dass Apple, nachdem sie sich lange geziert haben, RCS zu implementieren und wir uns auch darüber streiten können, ob RCS so eine weite Verbreitung hat, aber die Möglichkeit eben Android-Geräte ähnlich gut wie mit iMessage zu erreichen, finde ich nach wie vor fantastisch. Und zweitens, wenn das jetzt auch noch vom Sicherheitsstandard mit End-to-End-Verschlüsselung dann iMessage ebenbürtig gemacht wird, super. Also es wäre eine tolle ist eine tolle weitere Ergänzung, wenn das kommen soll. Wir hören von Live-Übersetzung mit den AirPods. Inwieweit das realistisch ist, muss man mal abwarten. Ja, und last but not least, die verbesserte Siri soll ja mit iOS 19 irgendwann kommen. Spätestens 19.4, aber vielleicht ja auch schon sehr früh sind die neuesten Gerüchte, die wir gehört haben. Soweit der kleine Blick auf iOS 19. Wie gesagt, es ist nicht mehr lange hin, etwas mehr als ein Monat. Ihr werdet natürlich hier auf dem Kanal umfassend informiert darüber, was neu ist in iOS 19. Wir werden uns darüber unterhalten, eine Analyse machen des Ganzen. Vielleicht habe ich auch die Gelegenheit, wieder relativ nah vor Ort über das Ganze zu berichten. Deshalb, wie gesagt, ein Abo, wenn es noch nicht geschehen ist. Und für heute sage ich danke für eure Aufmerksamkeit und tschüss von der Nordsee.